Einer der einfachsten Wege, wie du von den Steuervorteilen Dubais profitieren kannst, wenn du dorthin umziehst, das ist, indem du dir das Geschäftsführergehalt deiner deutschen GmbH steuerfrei nach Dubai ausbezahlen lässt. Und wie das funktioniert, das werde ich dir in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Auch demnächst veranstalten wir wieder unser Dubai-Seminar Dubai Refugium. Das richtet sich an alle, die nach Dubai umziehen wollen, beziehungsweise Dubai als Plattform für ihren Plan B nutzen möchten, aber vielleicht noch gar nicht auswandern möchten. Möglicherweise dort schon mal einen Aufenthaltstitel erwerben wollen, vielleicht in eine Immobilie investieren wollen oder auch einen der anderen Wege nutzen zu können, um in Dubai einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Das ist ein intensives zweitägiges Seminarprogramm, wo wir uns mit vielen steuerlichen Fragen rund um den Wegzug aus Deutschland beschäftigen. Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung und solche Dinge, wie man von den Steuervorteilen von Dubai optimal profitieren kann, insbesondere jetzt natürlich vor dem Hintergrund, dass es seit kurzem auch eine Körperschaftssteuer in Dubai gibt, welche Banken besonders sicher sind, nicht nur in Dubai, sondern auch in Standorten wie zum Beispiel Singapur, Hongkong oder den USA, wie du deine Privatsphäre schützen kannst, wie man einen richtigen Plan B baut. Natürlich wird auch das Thema zweite Staatsbürgerschaften dort sehr wichtig sein. Jeder, der teilnimmt, bekommt von uns eine vermögensverwaltende US-LLC und deren Betreuung für ein Jahr geschenkt. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wenn du dich mit dem Gedanken trägst, nach Dubai umzuziehen oder wenn dich Dubai als Plan B Standort interessiert, also vielleicht als ein Plan, der in deiner Schublade liegt, den du aktivieren kannst, wann es notwendig ist, dann würde ich mich freuen, dich bei dem Seminar begrüßen zu können. Nur nochmal zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos. Dubai ist ja allgemein als Steueroase bekannt. Es hat kein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland. Die Körperschaftssteuer in Dubai beläuft sich auf 9%, wie gerade eben zitiert, aber es gibt nach wie vor keine Einkommensteuer, es gibt keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. Wenn du also in Dubai lebst und es richtig machst, dann kannst du von diesen sagenhaft günstigen Steuersätzen profitieren. Aber einer der einfachsten Wege tatsächlich in Dubai von sehr günstigen Steuersätzen zu profitieren ist, wenn du als Geschäftsführer deiner deutschen GmbH nach Dubai umziehst und dir dann nach Dubai das Geschäftsführergehalt aus Deutschland ausbezahlen lässt. Und wenn du das richtig machst, dann wird dieses Gehalt in Deutschland steuerlich freigestellt und natürlich in Dubai musst du ebenfalls keine Steuern darauf bezahlen. Das heißt, du bekommst auf einmal dein deutsches Gehalt komplett steuerfrei. Damit das funktioniert, sind natürlich einige Dinge zu beachten. Ganz wichtig hier natürlich, das sage ich jetzt schon mal im Voraus, das musst du unbedingt mit deinem deutschen Steuerberater oder Steueranwalt besprechen. Mein Ratschlag ist, dass du beim Finanzamt vorab eine verbindliche Auskunft anforderst zu diesem Thema, damit du dort auf der sicheren Seite bist. Ich werde das Ganze jetzt relativ vereinfacht hier darstellen, einfach zu deiner Anschauung. Rede dann mit deinem Steuerberater, kannst natürlich auch gerne hier mit uns ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Video. Damit das Ganze funktioniert, muss man natürlich zunächst mal einige sehr wichtige steuerliche Themen in Deutschland beachten. Wir haben ja schon oft zum Thema Wegzugsteuer gesprochen. Die Wegzugsteuer im Außensteuergesetz Paragraph 6 definiert, heißt im Grunde, dass beim Wegzug aus Deutschland dein Unternehmen, deine GmbH, auch ausländische Kapitalgesellschaften, nicht aber Personengesellschaften bewertet werden und dann musst du auf einen sogenannten fiktiven Veräußerungserlös eine Steuer in Deutschland bezahlen. Da gibt es alle möglichen Bewertungsmethoden, wie man zu einem Unternehmenswert kommen kann. Das hängt dann von der Einzelsituation ab. Du kannst natürlich auch durch einen Gutachter, durch einen Wirtschaftsprüfer den Wert bestimmen lassen. Aber oft kolportiert wird ja die sogenannte vereinfachte Ertragswertmethode. Also wenn du in den letzten 3 Jahren durchschnittlich 100.000 Euro Gewinn gemacht hast, dann wird letztlich dieser Gewinn multipliziert mit 13,75. Dann kommt man also auf einen Unternehmenswert von 1,375 Millionen. Damit ziehst du ins Ausland. Dieser Wert muss dann in Deutschland versteuert werden, unter der Annahme, dass du dieses Unternehmen mit 0 oder vielleicht mit einem sehr geringen Stammkapital gegründet hast. Dann kannst du dir ausrechnen, was das bedeutet. Also du wirst ungefähr 1/3 Steuern bezahlen müssen von diesem Wert, von diesen 1,375 Millionen. Da sind wir schnell bei mehreren 100.000 Euro, die dort fällig werden. Wenn deine GmbH noch nichts wert ist, weil du gerade eben erst angefangen hast oder weil sie Verluste gemacht hat und natürlich auch, weil sie keinen Substanzwert hat, weil sie zum Beispiel kein Vermögen auf dem Konto hat oder weil sie keine Immobilien besitzt, dann ist das Thema Wegzugsteuer möglicherweise gar kein so großes Problem oder sogar überhaupt kein Problem. Auch das ist etwas natürlich, was du mit deinem deutschen Steuerberater anschauen musst. Aber auch wenn die Gesellschaft werthaltig ist, gibt es dort immer noch Wege drumherum. Du könntest zum Beispiel die Gesellschaft in eine GmbH und Co. KG Holding einbringen. Du könntest sie in
eine Stiftung in Deutschland oder Liechtenstein einbringen, dann wärst du ebenfalls nicht von der Wegzugsteuer betroffen. Aber das sind natürlich dann schon größere Unterfangen. Besprich das am besten einmal mit deinem Steuerberater, wenn das für dich zum Tragen kommt. Also das musst du natürlich vor einem Umzug nach Dubai unbedingt beachten. Ein weiterer Aspekt, den viele vernachlässigen, ist die sogenannte Entstrickungsbesteuerung. Die Entstrickungsbesteuerung würde dann fällig werden, wenn du die Betriebsstätte deiner deutschen GmbH ins Ausland verlegst. Das darf also auf keinen Fall passieren. Das heißt, es ist wichtig, dass nach wie vor eine Betriebsstätte in Deutschland gegeben ist, dass du einen laufenden Betrieb hast, dass du Mitarbeiter hast, dass du Geschäftsräume hast, dass also der Geschäftsbetrieb in Deutschland ganz normal weitergeht und dass dieser nicht nach Dubai verlegt wird. Also du als Geschäftsführer gehst nach Dubai, nicht aber der Geschäftsbetrieb wandert ab. Es kommt nicht zu einer Funktionsverlagerung. Wenn es nämlich zu einer solchen Funktionsverlagerung kommt, also wenn du eine Ein-Mann-GmbH bist und da gibt es überhaupt nichts anderes in Deutschland, dann wäre im Grunde die Entstrickungsbesteuerung fällig und hier werden ähnliche Berechnungsmethoden aufgerufen wie die wir gerade eben bei der Wegzugsteuer genannt haben. Ein dritter sehr wichtiger Punkt ist, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft nicht in Deutschland stattfindet. Das heißt, wenn du als Geschäftsführer nach Dubai gehst, darf es in Deutschland keine weiteren Geschäftsführer geben, denn in § 49 des Einkommensteuergesetzes bei der beschränkten Steuerpflicht ist definiert, dass Geschäftsführergehälter von Gesellschaften, deren Geschäftsführung in Deutschland ist, in Deutschland zu versteuern sind. Das heißt, ganz wichtig, Geschäftsleitung findet ab sofort in Dubai statt und nicht mehr in Deutschland. Ansonsten wäre dein Geschäftsführergehalt nämlich weiterhin in Deutschland zu versteuern, wenn es dann noch weitere deutsche Geschäftsführer gibt. Dann muss man natürlich einen gewissen Common Sense hier anwenden, gesunden Menschenverstand. Wenn bisher dein Geschäftsführergehalt 1.000 Euro ist, dann ziehst du nach Dubai um und auf einmal sind es 250.000 Euro. Das bringt natürlich nichts. Damit wirst du dir schnell Probleme einhandeln. Idealerweise würdest du also schon im Vorfeld, ein halbes Jahr davor, ein Jahr davor, dein Geschäftsführergehalt entsprechend anpassen. Immer in Absprache mit deinem Steuerberater natürlich, bevor du dann nach Dubai auswanderst, damit das Finanzamt keine Umgehung vermutet. So, das sind mal die Dinge, die die Gesellschaft betreffen. Bei dir persönlich natürlich extrem wichtig, dass du den Wohnsitz in Deutschland aufgibst und dass auch Deutschland nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Das heißt, wenn du zur Miete wohnst, musst du den Mietvertrag kündigen. Wenn du in deinem Eigenheim lebst, dann musst du dafür sorgen, dass es vermietet wird. Es gibt kein Doppelsteuerungsabkommen mit Dubai. Das heißt, hier gibt es keine Abschirmwirkung, wenn du weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland hättest. Also ganz wichtig, der Wohnsitz in Deutschland muss aufgegeben werden. Wichtig auch natürlich, dass in Zukunft dann die Geschäftsleitung nicht aus Deutschland stattfindet, denn ich hatte ja vorhin gesagt, wenn die Geschäftsleitung weiterhin in Deutschland stattfindet, dann ist doch dein Geschäftsführergehalt in Deutschland zu versteuern. Das geht natürlich auch dann, wenn du ständig nach Deutschland reisen würdest und dort die Geschäfte der Gesellschaft leitest. Das geht eben absolut auch nicht. Deine Familie muss mit nach Dubai ziehen, ansonsten ist dein Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland. Damit wird ein Wohnsitz in Deutschland angenommen und damit bliebest du weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also du kannst schon sehen, da sind einige Details zu beachten, aber wenn du diese Details beachtet hast und die Situation ist bei dir so, dass das im Gesamtgefüge passt, dann wirst du ganz offiziell in Dubai dein deutsches Geschäftsführergehalt steuerfrei beziehen können. Das ist ein vielfach erprobtes Modell. Viele Mandanten von uns machen das. Die Finanzämter kennen das ebenfalls. Das bedeutet aber nicht, dass das Finanzamt dir keine Probleme bereitet. Ich hatte ja schon mal ein Video auf diesem Kanal gemacht, wo es genau um diesen Fall ging. Auch hier hat der Steuerberater dann eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt angefordert, hat also gesagt, das und das plant mein Mandant, bitte bestätigen Sie Finanzamt, dass das Gehalt dann steuerfrei nach Dubai bezahlt werden kann. Und das Finanzamt hat sich gewunden und hat erstmal versucht, dann über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Verwertung, zu bestimmen, dass das Gehalt weiterhin in Deutschland steuerpflichtig ist. Das heißt also, selbst wenn du hier Gegenwind vom Finanzamt bekommst, darfst du dich dadurch nicht entmutigen lassen. Dieser Fall ist vielfach erprobt. Notfalls musst du dir einen spezialisierten Anwalt oder Steuerberater suchen. Wir können dir dort sicherlich auch eine gute Empfehlung zu einem entsprechenden deutschen Kollegen aussprechen. Wohlgemerkt ist zu beachten, dass sich diese Steuerfreiheit nur auf dein Gehalt bezieht. Bekommst du Gewinnausschüttungen aus der deutschen GmbH, dann wird in Deutschland ganz normal Steuer fällig. Zum einen natürlich bei der Gesellschaft, die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Und wenn du dir Gewinne auszahlen lässt, je nachdem, welche Methode du wählst, du kannst
kannst ja Abgeltungssteuer zahlen oder Einkommensteuer nach Halbeinkünfteverfahren. Diese wird dann voll in Deutschland anfallen. Wie gesagt, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, diese Steuer würde sich auch nicht durch ein Abkommen reduzieren lassen. Auch wenn du das Unternehmen verkaufst, wird ebenfalls Steuer in Deutschland fällig werden. Das heißt, auch hier gibt es im Grunde genommen keinen wirklichen Exit. Außer natürlich, du hast die GmbH davor übertragen, zum Beispiel an eine Stiftung, dann könnte das natürlich interessant sein. Dann verkauft die Stiftung das deutsche Unternehmen und du kannst ja dann das Vermögen in der Stiftung ansammeln oder sogar dir, wenn es sich um eine Liechtensteiner Stiftung zum Beispiel handelt, diesen Verkaufserlös dann auch steuerfrei ausschütten lassen. Also inwieweit dieses ganze Setup dann für dich langfristig sinnvoll ist, das muss man natürlich prüfen, aber es ist auf jeden Fall ein Setup, was man relativ schnell umsetzen kann. Du würdest vielleicht trotzdem eine Gesellschaft in Dubai gründen, einfach um dort möglichst einfach den Aufenthaltstitel zu erhalten, aber diese Gesellschaft in Dubai würde dann nichts machen. Du würdest letztlich als Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft dann von Dubai aus arbeiten. Wenn man es genau nimmt, dann muss man natürlich auch beachten, dass der Ort der Geschäftsleitung mittlerweile auch in Dubai eine Betriebsstätte auslöst. Diese Regelungen hat man definiert im Rahmen der Einführung der Körperschaftssteuer. Das heißt, wenn man sich hier in puncto des dortigen Steuerrechts absichern will, muss man sicherlich diesbezüglich auch nochmal weitere Abklärungen treffen. Dem deutschen Staat ist das ziemlich egal, denn es gibt ja kein Doppelbesteuerungsabkommen. Insofern muss der deutsche Staat nicht auf seine Steuern verzichten. In puncto jetzt der Unternehmensbesteuerung meine ich. Aber theoretisch kann ein solches Szenario natürlich dann auch Körperschaftssteuer in Dubai auslösen. Wobei auch hier zu beachten ist, dass es ja relativ großzügige Freibeträge gibt. Das heißt, die ersten ungefähr 100.000 Euro sind steuerfrei und auch solange der Gesamtumsatz weniger als ca. 750.000 Euro ist, fällt ebenfalls keine Körperschaftssteuer an. Das ist der Small Business Relief, muss man sehen, wie lange es den jetzt noch geben wird. Also das ist eben ein weiteres Thema, was man einfach in der Beratung anschauen muss. In diesem Sinne, wenn das auch für dich möglicherweise interessant ist, sprich mit deinem Steuerberater, sprich mit deinem Steueranwalt, ob das in deinem konkreten Szenario auch in Frage kommen würde. Gerne auch hier im Beratungsgespräch buchen. Link in der Beschreibung dieses Videos und natürlich, wenn du dich ernsthaft mit dem Thema Dubai auseinandersetzt, dann wirst du auf unserem Seminar Dubai Refugium nicht nur zu diesem Thema mehr lernen, sondern natürlich auch zu vielen anderen Themen, die für dich interessant sein können, wenn du planst, Dubai für deinen Plan B zu nutzen oder eben auch dahin auszuwandern. In diesem Sinne würde ich mich freuen, dich dort kennenzulernen. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren mit der Auswanderung, sich steuerlich im Ausland zu optimieren. Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensschutz. Ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nie tun. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.